Ja, also Hitze und vor allem im Triathlon laufen wir eigentlich immer zur heißesten Tageszeit. Das heißt, die hat einen massiven Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit. Limitierend ist dabei die Körperkerntemperatur. Das heißt, durch die Belastung, vor allem durch das Laufen, wird unser Körper produziert Wärme, die er nach außen abgeben möchte. Und wenn es draußen einfach auch extrem warm ist, fällt dem Körper das deutlich schwieriger, bis hin, es ist unmöglich, vor allem wenn noch Luftfeuchtigkeit im Spiel ist, wie jetzt beispielsweise auf Hawaii. Und das ist dann im Endeffekt das Limit. Das heißt, wenn man eine bestimmte Körperkerntemperatur erreicht hat, die liegt meistens so bei 39 bis maximal 40 Grad, ja, dann sendet der Körper dem Gehirn Signale, Game over, hier, du musst langsamer machen oder ich schade meinem Körper. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ob es einfach nur ein warmes Rennen mit einer trockenen Luft ist oder eben ein warmes Rennen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit wie Hawaii. Da würde ich sagen, das ist das Schwierigste für den Körper. Das heißt, da würde ich persönlich auch den größten Fokus auf eine spezielle Vorbereitung setzen, so wie ich das jetzt auch im letzten Jahr auf Hawaii gemacht habe. Da war ich 4 Wochen vor dem Wettkampf für 3 Wochen auf Maui, wo es einfach ähnliche Bedingungen hat, und habe einfach vor Ort diese Akklimatisierung gemacht. Das heißt, habe da ja versucht, meinen Körper langsam an diese Bedingungen zu gewöhnen, habe meine Körperkerntemperatur getrackt, habe meinen Puls getrackt und einfach auch gesehen, ja, da passt sich mein Körper langsam an, und von der Dauer war das einfach optimal für mich, sodass ich ja, mich gut angekommen gefühlt habe, so gut das eben geht. Es ist dennoch so, dass trotzdem diese Faktoren, Körperkerntemperatur, Puls geht durch die Decke, die sind nach wie vor limitierend und man muss einfach aufpassen. Das Thema Pacing ist da halt super wichtig, dass man wirklich auf seinen Körper achtet. Aber durch diese Akklimatisierung war es eben für mich möglich, auf Hawaii im Rennen einfach zu versuchen, an mein Maximum unter diesen Bedingungen ranzukommen. Ja, ich habe mit Philipp gemeinsam, er hat mich viel begleitet bei dem Training, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil gewesen, dass ich einfach ja auch mich ausreichend verpflegen kann mit Wasser, aber auch natürlich mit Energie und natürlich auch noch mit Eiswürfeln, Eiswasser, kühlem Wasser zum Runterkühlen von außen. Ich wusste ja, dass mir das im Rennen auch zur Verfügung steht. Die Verpflegungsstation im Triathlon, beim Radfahren auf Hawaii, circa alle 10 Kilometer. Beim Laufen sind wir, würde ich sagen, so verwöhnt, dass die alle 2 Kilometer kommen. Das heißt, da war jetzt auch keine Notwendigkeit für mich, irgendwie zu trainieren, 2, 3 Stunden ohne irgendwie Flüssigkeit oder Kühlung auszukommen. Das heißt, das war ein wichtiger Bestandteil von meinen Trainingseinheiten, also von den wichtigen Trainingseinheiten, wo ich ja einfach wusste, da wird es jetzt richtig hart für meinen Körper oder richtig warm. Da war meistens Philipp dabei, der mich einfach versorgt hat, sodass ich eigentlich auch schon so diese Abläufe mit, wann nehme ich ein Gel, wann kühle ich mich, wann schütte ich mir was über den Kopf, wann mache ich mir ein paar Eiswürfel in meinen BH, die ich dann vielleicht noch snacken kann und. Das waren so Sachen, die waren halt irgendwie dann über die Zeit zur Routine geworden, und ich habe einfach halt gemerkt, okay, die funktionieren so für mich, und das versuche ich dann auch im Rennen halt genauso umzusetzen. Und gleichzeitig haben wir auch probiert, mich nicht zu sehr kaputt zu machen, weil das passiert auch sehr schnell, indem man sich vornimmt, irgendwie das Maximale aus dieser Hitze-Akklimatisierung rauszuholen und immer zur heißesten Zeit rauszugehen. Wir haben auch ganz bewusst teilweise die heißesten Stunden des Tages gemieden oder sind sogar beim Radfahren auf eine Indoor-Trainingseinheit ausgewichen, einfach um ja, diesen Stress, der einfach auch mit diesem Hitzetraining kommt, zu managen. Also da, glaube ich, hatte Philipp einfach ein gutes Auge drauf, dass ich vielleicht, ja, ich würde sagen, eigentlich eine Einheit am Tag, die eher wirklich diesen Stress hatte, und die 2 nächsten waren dann eher Schwimmen, was einfach von der Temperatur vom Becken optimal war, oder eben eine Indoor-Radeinheit, dass man nicht irgendwie mehrfach am Tag den Körper so fertig macht, weil ansonsten, glaube ich, kann man sich damit auch das Rennen ruinieren. Jetzt ist Hawaii ein krasser Sonderfall. Wie du schon gesagt hast, hohe Luftfeuchte, hohe Temperatur, kommt beides zusammen. Aber Realität ist auch, dass wir in Frankfurt, in Roth, bei den Top-Sommerrennen in Deutschland durchaus höhere Temperaturen haben, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Welche Tipps und Tricks nutzt du tatsächlich am Renntag
um da möglichst gut durchzukommen, auch wenn es hier jetzt richtig warm wird? Ja, bei einem normalen Hitzerennen mit, sage ich mal, normalen Außenbedingungen von der Luftfeuchtigkeit her, würde ich versuchen, möglichst lange kühl zu bleiben. Das heißt, auch vor dem Start habe ich beispielsweise je nach Außentemperatur auch schon Kühlwesten getragen bis kurz vor den Schwimmstart, einfach um meine Körperkerntemperatur, die einfach der Limiter ist, möglichst lange niedrig zu halten und eben nicht schon erhitzt ins Rennen zu starten. Und ja, dann im Endeffekt mit dem Aufstieg aufs Rad beginnt für mich auch das Thema Kühlung über Flüssigkeit. Das heißt, da nehme ich Wasserflaschen von außen nicht nur an, um zu trinken, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, genügend trinken, sondern ich mache eben auch schon meinen Anzug immer wieder nass, mache gerade auch Wasser in den Nacken. Mit dem Aerohelm ist es manchmal auch so, dass der Kopf extrem warm wird. Wenn ihr da die Möglichkeit habt, eben auch mal das Gesicht ein bisschen abkühlen, aber vor allem der Nacken und einfach über diese Verdunstung von dem Anzug, würde ich sagen, kann man durch das Radfahren schon sehr gut vorbeugen auch, dass man zu warm wird. Und schwierigster Part ist natürlich das Laufen, einfach weil das am meisten mechanische Wärme erzeugt und da kann man hoffen, dass der Veranstalter beispielsweise Eis zur Verfügung stellt. Das ist ideal, würde ich sagen. Dann wäre das auf jeden Fall Teil meiner Verpflegungs-Runterkühlungsstrategie. Ansonsten eben auch da weitermachen mit den Anzukühlen. Zum Beispiel auch so ein Stirnband tragen. Diese Kühlstirnbänder, super bewährt sich, eine Kappe einfach vor der Sonneneinstrahlung schützen, auch beim Laufen versuchen genügend zu trinken. Da lohnt es sich unter Umständen auch wirklich die Verpflegungsstellen zu gehen, da Tempo rauszunehmen und das wirklich sorgfältig zu machen und danach wieder loszulegen. Ja, ist auf jeden Fall so, dass ich teilweise das Gefühl habe, weniger Kohlenhydrate zu brauchen bei warmen Rennen, beziehungsweise ich manchmal da schneller so zu dem Punkt komme, dass mir irgendwie schlecht wird. Das heißt, das ist ja eigentlich auch schon so ein erstes Signal für, man nimmt gerade zu viel zu sich. Grundsätzlich berechne ich natürlich ungefähr die Carbmenge, die ich zu mir nehmen möchte, aber ich höre dann im Rennen schon auch immer auf mein Gefühl. Das heißt, meistens ist mein Gefühl auch einfach schon so, dass ich da dann vielleicht 2-3 Mal weniger zur Flasche greife. Aber ich würde es tatsächlich im Rennen entscheiden, wie ich mich fühle. Und es ist natürlich auch ein bisschen von dem Effort abhängig. Also wenn ich jetzt beispielsweise sehr hart gehe im Rennen, verbrauche ich halt doch wieder auch viel Energie. Das ist so ein bisschen was, ich glaube, das muss man für sich ausprobieren. Da gibt es nicht das One-Fits-All. Aber es ist definitiv so, dass ich finde, dass man an heißen Tagen etwas vorsichtiger sein muss damit. Ja, ich würde sagen, da kann man so ein bisschen bei sich selber schauen, gerade bei der Trainingsbekleidung schon. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr an einem warmen Tag unterwegs gewesen seid, auf dem Rad oder beim Laufen, ob ihr da so Salzränder an eurem Trikot habt zum Beispiel. Das wäre jetzt für mich ein Hinweis darauf, dass man viel Salz verliert und dadurch vielleicht auch auf Produkte zurückgreifen sollte, die mehr Salz haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, dieses Gebirge am Trikot, das gibt es gar nicht. Das heißt, ich habe für mich festgestellt, mein Körper scheint sehr sparsam damit umzugehen, Mineralien rauszuhauen. Und ich habe mich in der Vergangenheit häufig überverpflegt mit Salz, was dann tatsächlich auch dazu führen kann, dass der Körper einfach Wasser einlagert zum Beispiel und es einem nicht so gut geht. Das heißt, da bin ich über die Jahre tatsächlich mit der Salzzufuhr zurückgegangen und kann euch dann nur empfehlen, dass ihr einfach mal beobachtet, wie ihr euch fühlt, was vielleicht auch in dem Produkt, wie viel Salz in dem Produkt drin ist, was ihr benutzt. Und jetzt bei Ministry ist es einfach so, dass es glücklicherweise 2 Linien gibt. Einmal zum Beispiel Power Carb oder Slow Carb im Normal und dann einfach noch als Heat-Version. Und Heat bedeutet, dass da ein bisschen mehr Salz drin ist. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr verliert viel Salz, greift doch zum Beispiel auf die Produkte zurück. Und ja, im Zweifel würde ich einfach sagen, macht eine zusätzliche Prise Salz mit rein in euer Getränk oder in euer Gel. Genau, aber übertreibt es da auch nicht, weil häufig ist der Verlust oder Verbrauch auch gar nicht so hoch, wie man denkt. Ja, man sagt, dass Menthol
ja, einen kühlenden Effekt erzeugen kann, wenn man das in den Mund nimmt. Ja, das signalisiert dem Gehirn einfach was Kühlendes. Und Ministry, man sieht es jetzt, schön noch gefroren, frisch aus der Tiefkühltruhe, hat jetzt ein Gel rausgebracht, wo sie sich dem Effekt auch einfach zunutze machen. Das ist jetzt ein sogenanntes Eisgel, auch 40 Gramm Kohlenhydrate und der Geschmack Natural Blueberry and Mint. Klingt lecker, ich habe es auf jeden Fall schon probiert. Es gibt 2 Varianten davon, also das eine mit Mint. Ich muss sagen, diese Mint-Gurgel-Lösung, die wir mal 2019 auf Hawaii ausprobiert haben, da habe ich für mich beschlossen, das ist nichts, was ich im Rennen brauche. Hier schmeckt es ist deutlich dezenter, da kann ich das gut tolerieren. Es gibt es aber auch noch als neutrales Gel. Und ja, im Endeffekt kann man es natürlich in die Tiefkühltruhe machen und so als Eislolli für sich nutzen oder zu einer warmen Trainingsausfahrt, Lauf einfach mal zum Start mitnehmen. Kühlt schön den Körper am Anfang runter, wird natürlich nicht ewig gefroren bleiben, aber ist trotzdem einfach ja, nochmal ein ganz cooles ja, auch Tool oder um damit einfach zu spielen und ja, eine Varianz in die Trainingsverpflegung zu bringen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Hitzemanagement und Verpflegung wissen möchtet, dann schaut doch in den nächsten Tagen auf den Kanälen von Ministry vorbei, um noch mehr zu erfahren.